We've been waiting for this all season long. The finale, the title decider, under the lights here in Abu Dhabi. It's lights out, away we go. Willkommen zurück, liebe Community. Danke fürs Zusehen. Und zwar befinden wir uns im Finale, wie schon gestern auch gepostet gehabt. Wir haben es geschafft, sind auf jeden Fall im Finale. Sieht auch im Moment gut aus. Wir haben schon ein paar Rennen gemacht. Gucken wir uns mal an. Wir haben noch 3 Rennen vor uns und die machen wir zusammen, genauso wie gestern in dem Video. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, gestern waren wir ja so ein bisschen hin und her, ein bisschen enttäuscht, frustriert. Wir können da viele Sachen nennen. Allerdings, es sieht heute genauso aus. Wie schon gesagt, ob das jetzt wirklich an den Boosts liegt oder ob das daran liegt, dass wir stecken bleiben und etc. Ja, das Spiel ist halt so im Moment. Die Spielmechanik hat sich ein bisschen verändert, bin ich der Meinung. Sieht alles so ein bisschen ganz anders aus. Also Hutch fährt selber auch mit harten Reifen selber raus, also die NPCs, die er dann benutzt, die da benutzen. Und ja, ich habe da auch in Belgien, habe ich gesehen, viele Leute sind auf hart rausgekommen. Wir bleiben dann teilweise hängen. Macht gar keinen großen Sinn, dann zu pushen und zu boosten und alles da. Wir können da wir bräuchten da 300 Power, um an diese Leute vorbeizufahren im Endeffekt. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Und ja, wir fahren einfach. Wie gesagt, ich bin immer froh, wenn wir ins Finale kommen. Das ist so das Wichtigste. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass diese Saison, dieses Jahr, sind viele Spieler dazugekommen und das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Die Saison davor, letztes Jahr zum Beispiel und vor 2 Jahren kann ich mich noch erinnern, da war es wesentlich leichter in der Champions-Klasse dort auch ins Finale zu kommen. Da brauchte ich selber keine 200 Punkte plus. Und ihr habt ja selber gesehen, mit 230 Punkten gestern haben wir uns als Letzter qualifiziert. Also das war arschknapp. Ja, von daher sind wir jetzt im Finale, fahren, denke ich mal, die gleichen Punkte. So 220 bis 240 Punkte sollten wir machen und schließen dann auch wieder ab mit Platz 50 circa. Ihr seht selber, der Gegner ist hier brutal stärker. Und ja, wir werden alles versuchen, hier den Gegner es ein bisschen schwer zu machen. Deswegen werden wir hier Taurus benutzen mit Pierre Gasly. Und Max Verstappen kommt auf harten Reifen raus. Den geben wir ewiges Feuer. Und ja, lass uns mal abwarten, was jetzt hier passiert. So, pushen am Anfang. Was ich jetzt auch hier im Finale gemacht habe, ich habe einfach nur gepusht, bis wann eine gerade Strecke kam, und dann bin ich runter vom Gas gegangen, habe mich dann eigentlich entspannt. Und ihr seht ja selber hier, Pierre Gasly auch in manchen Strecken jetzt hier in den ersten Rennen verliert sehr viele Plätze am Anfang. Jetzt hier auch Max Verstappen auch. Sehr, sehr ärgerlich, ja, trotz Boost und Push verlieren wir hier Plätze. Und ja, müssen einfach damit erstmal leben. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, was Hutch da macht, was Hutch davor hat mit uns. Allerdings macht es im Moment wenig Spaß. So, fahren ein bisschen. Gehen, wie wir auch sehen, hier mit Pierre Gasly gehen wir hier auf Verteidigen. Und mit Max Verstappen gehen wir hier auf regulär. Jetzt pushen wir wieder ein bisschen Max Verstappen. Versuchen hier vielleicht die ein oder andere Position zu machen. Pierre Gasly hatte sie und dann hat er sie wieder verloren. Max Verstappen hat sie jetzt gemacht. Jetzt gehen wir auf Verteidigen. Müssen einfach versuchen, mit Max Verstappen so gut wie möglich hier an dieser ganzen Truppe dran zu bleiben. Um dann auch in der letzten Runde ein bisschen mehr Gas zu geben als normal. Finde ich wirklich schade. Ihr seht selber, Max Verstappen jetzt hier auf Verteidigung. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen zu lange beschleunigt, aber passt noch. Das war ein bisschen unnötig, aber ist okay. Wir machen die Leute, haben die jetzt alle überholt, die in die Pits gekommen sind. Auch mit Max, sehr, sehr schön sogar. So, kommen jetzt hier mit Pierre Gasly rein in der Runde, wechseln ihn dann auf harten Reifen. Der Gegner kommt auch jetzt in die Pits. Können jetzt mit Max Verstappen hier Gas geben. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit Pierre Gasly noch den Gegner überholt hätten, aber ihr seht selber, keine Chance, trotz dass er auf hart ist. So, Gegner kommt jetzt rein und das ist gut für uns, weil dann unser Max Verstappen jetzt wieder an den Rivalen hängt. Sehr, sehr gut.
kommen mit Max Verstappen dann auf Softs raus. Für die letzten 3 Runden. Und Pierre Gasly kann jetzt erstmal Gas geben. Das wäre schön, wenn wir den Gegner jetzt überholen würden. Aber so wie es aussieht, nein. Wir sind auf Push. Keine Chance. Wie wir sehen, hier können wir mit regulär runter, weil wir bleiben ja erstmal hier hängen jetzt mit Pierre. Müssen hier vor uns Leute rein. Ja, einer muss rein, danach noch einer. Kommen beide in der nächsten Runde rein. Das heißt, wir würden sie dann auch klären, verlieren aber allerdings dann nochmal eine ganze Runde und bleiben so gesehen hängen. So. Und jetzt will ich auch mal was sehen von Pierre Gasly jetzt auf Softs, dass er eventuell den einen oder anderen auch überholt. Den Rivalen als erstes, das wäre schön. Nein, schaffen wir nicht. Ihr seht selber, der blockt uns da und das ist unglaublich, weil wir fahren auf Softs mit Boosts, ja, und der Gegner hat Medium ohne Boosts und ihr seht selber, wir verlieren, ja. Sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Jetzt haben wir Teamorder reinbekommen, obwohl wir beide auf Verteidigen sind. Ach, das ist unglaublich, ja. Wir gehen mal runter hier mit Pierre Gasly, lassen uns von Max Verstappen mal überholen und hoffen jetzt, dass wir eventuell... Eieiei. Sehr, sehr ärgerlich. Ihr seht selber, wir bleiben hängen und das ist echt komisch. Überholmanöver funktionieren nicht richtig. Naja. So, Gegner muss jetzt in die Pits. Ja, wir bleiben hier hängen hier mit Pierre Gasly. Das ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja. Jetzt machen wir den Gegner. Schaut euch das an. Jetzt haben wir den Gegner überholt und sogar noch den Vordermann. Bisschen Gas geben hier mit beiden. Gehen auch in Führung. Das sieht gut aus. Max Verstappen kann Gas geben da hinten auf hart. Mit Pierre Gasly müssen wir ein bisschen aufpassen, damit uns nicht der Gummi hier wegbrennt. Und wir hoffen, dass wir mit Max Verstappen, das sind gute Positionen, das sind noch 1, 2 Punkte, die wir machen könnten. Der Gegner geht jetzt auch in Führung, weil wir halt mit Max Verstappen nicht überholen können. Jetzt überholt der und das heißt dann für uns auch die Führung. Und wir haben das Rennen gewonnen. Mit 27 Punkten. Ist okay. Das Ziel von 30 Punkten pro Rennen schaffen wir leider hier nicht. Wir gehen direkt ins nächste Rennen. Gegner ist da, willkommen in Singapur. Gegner ist auch wieder stärker wie wir, hat 1543 Teampunkte. Allerdings halb so wild, wie ich schon immer sage. Hoffen auf einen guten Start wieder in Singapur. Lass uns mal was anderes ausprobieren hier in Singapur mit dem Start. Fahren wir auf regulär raus. So, 14 und 17 kennen wir ja. Fahren mit einem auf Soft. Und ich bin ehrlich, ich habe gar keine Lust hier die guten Boosts zu benutzen. Aber naja, machen wir ewiges Feuer einmal. Und mit Max Verstappen benutzen wir Holzfäller. Sonnenschein komplett, ein bisschen bewölkt, dann in der zweiten Runde oder dritten, aber halb so wild. Ja, lass uns versuchen hier auf regulär raus. Mal gucken, was das so bringt. Schauen wir uns mal an. Verlieren trotzdem Plätze, also ändert sich gar nichts. Jetzt geben wir hier Gas. Wir haben jetzt vor uns hier zweimal auf hart, also vor Pierre Gasly. Da haben wir schon den ersten gemacht. Max Verstappen wird es schwer haben, weil da jemand auf Softs ist. Oh, den haben wir sogar überholt, den Schumacher. Jetzt habe ich vergessen, hier vom Gas runter zu gehen. Jetzt müssen wir auf dem Gas bleiben. Jetzt gehen wir runter. So, jetzt gehen wir runter. Versuchen das Auto gut unter Kontrolle zu kriegen. Ja, hier der Gegner mit Yuki Tsunoda. Schaut euch das an. Auf hart überholt er uns. Auf hart. Naja. Da muss er Yuki Tsunoda muss er ja auf 8 haben, ja, um sowas hier zu machen, um so einen Move zu machen. Ja. Und da verlieren wir sogar noch ein Plätzchen. Den holen wir uns wieder. Unglaublich wieder, unglaublich. Pierre Gasly muss Yuki Tsunoda klären. Jawohl.
Jetzt vielleicht sogar noch Platz 12, das wäre gut. Dann gehen wir auch runter vom Gas. Jawohl. So, hier Max Verstappen chillt da hinten rum. Ja, Platz 18 wieder. Haben wir wieder Platz verloren. Das müsste auch derjenige, der ist sogar auf hart. Auch wieder Yuki Tsunoda. Das ist es ja. Diese 10% Boost, das gilt natürlich nicht nur für unsere Fahrer, wenn wir die benutzen, sondern es gilt auch für den NPC. Und das ist etwas, was uns dann das Leben schwer macht, weil dann haben wir die ganzen Pierre Gaslys vom NPC auch noch. Also haben wir so gesehen, wenn der Gegner Gasly benutzt und Yuki Tsunoda, haben wir dann 4, so gesehen, gegen die wir fahren. Und das ist, finde ich nicht in Ordnung von Hutch. Finde ich echt nicht in Ordnung, dass auch der NPC einen 10% Boost hat und uns dann so gesehen auch das Qualifying ein bisschen schwer macht. Und natürlich auch das Rennen. So, hier, da bleiben wir hängen an unserem Rivalen, der auch Gasly benutzt, aber halt ohne Boosts. Und da sehen wir selber keine Chance, ihn zu überholen, auch auf Medium. Keine Chance. Wir kommen jetzt rein mit Pierre Gasly. Auto wird vollständig repariert. Medium-Reifen werden aufgezogen. Sehr gut, Boxengasse schön leer. Ja, Gegner sollte dieses Rennen verlieren durch die Strategie, die er fährt, weil das ist nicht gerade die beste Strategie, die er hier fährt. Max Verstappen kommt nach der Runde auch rein. Kriegt nicht überholt den Yuki Tsunoda, keine Chance, wie wir auch sehen hier. Bleiben noch hier bis hierhin noch auf Boost und dann gehen wir runter mit beiden Fahrern. Pierre Gasly kriegt auch vor. Esteban Ocon hier auf hart, kriegt er nicht überholt. Ich hoffe, dass Hutch hier meine Videos auch verfolgt. Das wäre schön. Dann könnte man auch sehen, was für Fehler hier genau abgehen. Weil ich glaube, ich bin der Meinung, dass die diese Fehler nicht sehen, dass die davon eigentlich gar nichts wissen. Und das ist sehr, sehr schade. So, Gegner kommt rein. Kriegen wir ihn geklärt? Wir kriegen ihn geklärt und ich hoffe, dass wir auch die Plätze davor klären. 13, so jetzt 12, komm. Wer ist das denn vor uns hier? Valtteri Bottas auf frischen Medium-Reifen. Müssten wir doch eigentlich kehren mit unserem Pierre Gasly, oder? Mit Boosts? Nö, nicht wirklich. Gehen wieder runter vom Gas. Hier auch Max Verstappen, der ist da auch am Rumjonglieren mit dem Auto. Sehr, sehr komisch. So, wir haben jetzt hier 15, 16, 17, die müssen rein. Unser Rivale, die 11, die 9 muss rein, die 7 muss rein. So, die kommen aber jetzt schon rein. Das heißt, ja, die 7 kriegen wir nicht so richtig geklärt. So, jetzt kommt unser Rivale rein. Den überholen wir mit Pierre Gasly. Und wir müssen jetzt hier mit Max Verstappen Gas geben. Komm, komm, Max. Sehr schön. Und gehen in Führung. Wie auch schon gesagt, die Strategie vom Gegner war nicht gerade gut. Natürlich hat er jetzt beide auf Softs draußen, allerdings ja, sollte er uns eigentlich nicht überholen, ja, weil wir haben ja hier Boost am Laufen und alles. Wir sollten doch noch eine Position machen hier, komm. Wir haben hier Valtteri Bottas vor uns und Alonso vor uns, auch beide auf Medium. Können auch Gas geben, so wie wir sehen. Wir haben Profil sieht gut aus, Sprit sieht auch gut aus für die letzte Runde. Geben hier alles. Wir geben wirklich hier alles. Und der Gegner sieht auch nicht so aus, als würde er locker lassen. Ist selber mit seinem Yuki Tsunoda komplett auf Boost, hat uns jetzt überholt mit seinem Pierre Gasly. Und überholt uns sogar auch noch mit Yuki Tsunoda. Das ist unglaublich. Schaut euch das an. Wir verlieren hier sogar Plätze. Tja, guckt euch das an. Das ist unglaublich hier. Unglaublich, wirklich. Und jetzt nochmal Gas, 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 Gas. Gas. Jawohl, Platz 10 haben wir noch gemacht. 27 Punkte. Ja. Wie gesagt, für mich ist das ein ganz normales Serie 12 Rennen, trotz dass ich Boosts benutze. Die packen nicht so richtig, Rennen natürlich verloren, weil der Gegner, ja, Pierre Gasly auf 8 hat und Yuki Tsunoda auch auf 8. Equipment, ja, hätte er besser machen können, macht er aber nicht. Wir springen direkt ins nächste Rennen. Letztes Rennen Australien-Melbourne. Gegner ist ein bisschen besser wie uns, wie wir, 15, 14 Teampunkte.
Sollte wieder gleiche Quali sein. Es regnet beim Quali. Ich hoffe, dass es das ganze Rennen regnet. Können wir mal endlich Hex benutzen und Hex würde uns dann auch gute Punkte nach Hause bringen. Es regnet. Oh, ist das schön. So, benutzen mit Pierre Gasly mal Hex und obwohl, ne, machen wir mal. Doch, fahren wir so. Passt. Gestimmt. Und dann benutzen wir Hex mit Max Verstappen, obwohl eigentlich nicht. Müssen wir jetzt. Ist zu spät. Alles gut, alles gut. Wir benutzen so. Hätte lieber andersrum gespielt, aber passt schon. Und es regnet. Uiuiui, es ist bewölkt und 50 Sekunden müssen wir schauen, was dann da so genau abgeht. Ja, hoffen auf einen guten Start, geben wieder Gas. Ist mir egal. Die ganzen Theorien und probieren. Bin ich langsam echt müde. Wir probieren ja sonst immer alles in Serie 12 in unseren Serienrennen und jetzt hier bei den Grand Prix müssen wir eigentlich gar nicht ausprobieren, wir müssen abliefern. Ja, das ist wichtig. Werden, so wie es aussieht, eine 4-4 und eine 5-3 fahren. Müssen wir mal genau noch schauen. Wir gehen mal runter hier vom Gas mit beiden. Versuchen mal das Auto auszubalancieren. Versuchen die Position zu halten. Entspannt. Wie gesagt, unsere Boosts sollten uns eigentlich schön weit nach vorne bringen. Noch 4 Sekunden. So, 3 Minuten ist es bewölkt, das heißt, es wird trocken. Und zwar haben wir dann 1 Minute trockenen Asphalt. Jetzt müssen wir schauen, wie wir hier fahren. Ich bin ja echt am Überlegen, ob wir eventuell eine 3-3-2 fahren jetzt hier wegen dem Wetter. Ja, Max Verstappen macht super Arbeit. Hex ist nach wie vor der beste Boost hier im Spiel. Man braucht nur ein bisschen zu pushen und man macht direkt ein paar Plätze. Das ist genau das, was wir wollen hier. Kommen mit Max Verstappen in der 4. Runde rein. Werden dann, denke ich mal, auf, ja, müssen wir mal schauen. Ich denke mal auf Medium wechseln. Und Gasly bleibt noch weiter drin, werden dann auf Softs wechseln. Müssen wir uns mal genau anschauen jetzt hier. 50% Regen, ja, der kommt rein. Kommt rein und beendet das Rennen dann auch auf Medium, so wie es aussieht. So, gehen hier auf regulär. Müssten, ja, die ganzen Leute kommen hier rein. Alle kommen hier rein. Alle. Können hier auf regulär bleiben, weiter draußen. Wie gesagt, mit Pierre Gasly bleiben wir draußen. So, jetzt runter vom Gas hier mit Pierre. Gegner kommt auf hart raus vor uns. Wir kommen auf Position 10 wieder zurück ins Rennen. Das ist gut. Können aber nicht so viel Gas geben. Wie gesagt. %, 18%, also es ist perfekt. Der Wechsel ist gut. Gucken wir vielleicht eventuell in einer Minute fängt es nämlich wieder an zu regnen und da müssen wir mal schauen, wie dann die Reifen aussehen. Hier die Medium-Reifen von Pierre Gasly. Sorry, von Max Verstappen. So, haben den Gegner jetzt hier überholt. Hex bringt ja auch was bei trockener Fahrbahn. Können aber nicht so viel Gas geben, wie gesagt, weil sonst haben wir ein Problem mit den Reifen. So, in einer Minute regnet es wieder und wir sind jetzt hier in der 7. Runde. Das heißt, wir würden dann in die letzte Runde fahren. Werden nicht nochmal pitten. Nein, machen wir auf keinen Fall. Was haben wir denn hier vorne? Uiuiuiui. Hier vor uns haben wir nur Leute auf hart. Sieht nach Regen aus, sagt uns ja Hatsch. Allerdings werden wir nicht in die Pits kommen. Werden das Rennen hier mit diesen Reifen jetzt hier auch zu Ende. Komm schon, ich hoffe auf die ein oder andere Position noch hier, das wäre schön. Punktemäßig sieht es gut aus, 7 und 9, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt hier.
Das sind gute Punkte, die wir jetzt gerade nach Hause nehmen. Ja, Verstappen wollte überholen, hat ihn aber nicht durchgelassen. Ja, und das war es eigentlich. 7 und 9, eventuell sogar noch die 8. Position, können wir gleich noch mit Pierre Gasly machen. Oh, Max Verstappen muss runter vom Gas. 10% Regen. Ja, da hat Pierre Gasly ihn. Und dann hat er ihn wieder abgegeben, den Platz an Charles Leclerc. Jetzt letzte Chance, jawohl. Jawohl, Platz 7 und Platz 8. So würde ich mir jedes Rennen wünschen. 35 Punkte nochmal in Melbourne haben wir geholt. Sehr, sehr gut. Bin auf jeden Fall zufrieden. Aber nur das letzte Rennen. Hoffen wir auf eine gute Kiste morgen. Hoffen wir auf gute Parts da drin. Bräuchte True Grit und Flow. Und lass uns hoffen, dass wir morgen dann eine gute Belohnungskiste haben. Springen wir mal kurz in die Tabelle. Schauen wir uns nochmal an. Rennen gewonnen. Sehr, sehr schön. Hier nochmal zu sehen, mit welcher Strategie. Eine 4-4 und eine 5-3 sind wir gefahren. Fahrer beide besser wie unsere. Equipment fehlt ihm halt die Zuverlässigkeit. Jeder wie er will. Ja, das war's. Schauen wir uns nochmal die Tabelle an zusammen. Gucken wir mal, wo wir noch, wer uns noch hier überholen kann. Wer uns hier überholen wird. So, Platz 44, ja, das sieht nicht gut aus. Wir werden hier, denke ich mal, so auf Platz 50 oder sowas zurückfallen, Platz 60 um den Dreh. Allerdings passt das für mich, ich bin zufrieden. Wie gesagt, Hauptsache man kommt ins Finale. Wir müssen auf ein gutes Angebot warten im Itemshop und dann kann man eventuell zuschlagen. Sonst war es das von meiner Seite aus heute. Leute, ich hoffe, ihr habt einen guten Sonntag. Danke fürs Zusehen. Hinterlasst dem Video einen Daumen und natürlich ein Abo dalassen für die Neuen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Dankeschön. Ciao.